Ja Leute, wir haben ja da hinten so einen Ölverlust und dann gehen wir der Sache jetzt mal auf den Grund. Dafür will ich da mal den Ansaugtrakt abnehmen. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt habe ich das zerlegt. Das Ölleck habe ich nicht gefunden. Es sieht irgendwie alles ein bisschen komisch aus. Naja, jedenfalls wollte ich das mal eben auf die Schnelle machen. Ja, jetzt könnt ihr euch kaputt lachen. Aber es hat funktioniert. Ne? Manchmal braucht man einfach nur ein paar blöde Ideen. Und dann geht das auch. Ne? So, weiter geht's. Und zwar müssen wir das ganze Schätzchen hier mal runterholen. Weil irgendwo, wenn ich von unten gucke, in dem Bereich, da verliert der Öl. Ich habe gerade schon mit dem Endoskop geguckt. Nichts gesehen, also die Ventildeckeldichtungen scheinen dicht zu sein. Sind ja auch schon die Aludeckel drauf. Und jetzt schrauben wir das mal ab und schauen, was wir da finden. Okay, kaputt. Super. Ja, hier könnt ihr mal sehen, wie man so Details filmt, falls es euch interessiert. Schöne Halterung habe ich da gekauft, dann mit so einer Klemme. Einwandfrei. So, folgendes. Ich möchte jetzt gerne irgendwann mal den Ölkühler da rausnehmen. Problem ist aber, das Auto ist aufgebuckt vorne und hinten die Kanäle stehen voll Wasser. Ich habe schon vorne abgelassen am Kühler, aber es läuft ja nicht mehr alles raus, weil das Auto natürlich sehr schräg steht. Und deswegen habe ich jetzt eine Idee. Ja, und zwar habe ich dieses schöne Teil hier, das habe ich mir mal gebaut, dass man das in den Kanister stecken kann, dass man so die Reinigungsflüssigkeit irgendwo drauf sprühen kann. Und dieses Ende hier, das ist ein 10 mm Schlauch, passt sehr schön in die Öffnung da rein. So. So, dann schauen wir mal, ob mein Trick funktioniert. Damit ihr auch was seht. Okay, spritzt. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Okay, lasst euch sagen, es funktioniert, aber es ist eine große Sauerei und ist scheiße. Also ist nicht so der Burner.
Spritzt sehr viel rum. Aber ich hatte gerade nichts anderes zur Hand, ne? Dann muss man sich was einfallen lassen, ne? So, und wenn man was Positives dabei sehen will, guck mal, jetzt ist alles wieder schön sauber geputzt. Sieht aus wie neu. Die Kunststoffteile, ne? Glänzt wieder alles. Na, da noch nicht so, aber das kommt später. Ja, jetzt könnt ihr euch kaputt lachen, aber es hat funktioniert, ne? Manchmal braucht man einfach nur ein paar blöde Ideen und dann geht das auch, ne? So, weiter geht's. So, Freunde, auf zum nächsten Tag. Heute wird mal fertig geschraubt. Dann schauen wir mal, wie das so wird heute. Gehen wir mal nach da hinten in der Garage. Da haben wir unsere neuen Heizgebläse. Da können wir schön schrauben, ohne frieren. Licht an. Zack. Und ab dafür. Dann geht's jetzt gleich los. Jetzt haben wir natürlich alle Teile beisammen, das ist schon mal sehr gut. Die da so wären, da haben wir hier einmal ein paar Kupferringe besorgt. Die Hohlschrauben für die Kühlmittelbrücke, die haben wir hier. Ventildeckeldichtung mache ich auch nochmal neu, weil ist das irgendwie undicht, da ist es, kommt es wieder in die Zündkerzen rein. Dann haben wir einen Satz Zündkabel, Zündkerzen neue, Original GM. Ja, das ist also ein Paket, das ist der Ultramar Krause oder wie der heißt, der verkauft so Sachen. Ja, und das wollen wir jetzt mal einbauen. Da haben wir noch diese dichte Abschirmung für den Auspuff, weil die ist ja auch so rappelig da unten. Ich schmeiße dann mal raus und wickel den Auspuff. Dann ist da auch gut. Ja, und dann wollen wir jetzt mal loslegen und da weitermachen. Ne? Da haben wir jetzt lange genug gewartet. So, jetzt, ich filme jetzt auch mit der GoPro zwischendurch. Schauen wir mal, wie sich das so entwickelt mit dem Gerät. Bisher habe ich ja das immer mit dem Handy gemacht. Das zeige ich auch mal. Hier ist das Handy. Das ist mein Xiaomi. Damit kann man eigentlich ganz gut filmen, macht gute Aufnahmen. Jetzt können die sich mal gegenseitig filmen. Hier seht ihr mal so. Ja, falls da irgendwelche Qualitätsunterschiede sind, nicht meckern. Ich werde es jetzt mal versuchen in dem Video. Ja, Zündkabel mache ich deshalb, weil mir aufgefallen ist, dass beim Ausbauen oder vielmehr an der Seite legen ist hier, ne, ist nicht toll. Da habe ich mir gedacht, komm, dann machen wir mal die Dinger neu. Als erstes müssen wir jetzt hier mal diese Kabelbrücke hier wegmachen, damit wir überhaupt an den Deckel dran kommen. Das ist ein bisschen fummelig, da muss man einiges hier abbauen, die Schläuche abmachen. Ist Fummelkram, aber müssen wir durch. Sachen, die uns nachher stören werden. Und das sauber aufsetzen wir mit der Klebe nachher. Deswegen wäre es vielleicht doch besser, den Kanal wieder aufzumachen. Das ist jetzt auch kein großer Fummel heißt nur wieder die Kabel auch reinzukriegen. Das haben wir da auch Freibahn. Die sind flexibler. Immer schön vorsichtig mit den alten Kabeln. So, so was Ähnliches da drüben. Weg. Die ergeben sich nachher alle wieder. Das passt alles nur einmal. So, Kurbelgehäuseentlüftung. Dann haben wir den Gaszug hier noch. Den können wir auch darüber legen. Nur nicht so stark knicken. Das ist schon neuer. Den habe ich schon mal neu gemacht.
Ja, ich habe ja die Ventildeckel damals umgerüstet auf die Aludeckel und seitdem ist ja auch alles dicht außenrum, aber leider habe ich hier in diesen Zündkerzenschächten wieder Öl drin, auf beiden Seiten. Das habe ich jetzt schon mal rausgesaugt oder mit Tüchern rausgetupft. Ich mache da immer so eine Klorolle hier so reinstecken, dann saugt sich das voll. Ich habe es auch schon mit einer Spritze und einem Schlauch abgezogen. Das darf ja natürlich nicht in den Zylinder gelangen, weil sonst haben wir dann ein Problem. Ne? Ja, vielleicht kommt mein Ölleck ja auch daher. Aber bisher, was ich sehen konnte, war unten rum, also ringsrum, eigentlich alles dicht. Schade eigentlich. Ja, wenn von euch einer eine Idee hat, warum das immer wieder an den Zündkerzen undicht ist, schreibt gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Also, mich nervt es langsam. Jetzt, wo das alles mal ein bisschen in die Seite gebunden ist, haben wir schön freien Zugang zu den Ventildeckeln. Die können wir jetzt mal abschrauben und mal lösen. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Ohne die Deckel. Da sieht man schön, dass wieder dazwischen Öl reingelaufen ist. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Auch hier auf der Seite. Jetzt gehen wir mal auf Forschung, ob da irgendwo was rausgelaufen sein könnte. So, was haben wir hier? Da sieht man, ist die Dichtung nass. Hier vorne schön trocken. Hier auch, nach außen hin. Super schön. Was haben wir hier? Hier sieht es auch nicht verkehrt aus. Außen trocken. 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 Ja, da ist ein minimal, aber ist da das Öl jetzt runtergelaufen an der Ecke? Also außen am Zylinder kann ich nichts sehen. Die Frage ist, wenn mir das hier reinläuft, dann das doch hier rauslaufen, aber dazu müsste es ja erstmal voll laufen. Ja, wenn ich mir das da angucke, ja, muss erstmal der ganze innere Kanal volllaufen, damit das hinten rauskommt. Ja, jetzt könnt ihr mich für einen Spinner halten, das ist mir egal. Aber ich habe es immer gerne sauber und deswegen werde ich die Sachen jetzt mal hier ein bisschen mit Kaltreiniger bearbeiten. Auch wenn es nicht ganz schmutzig aussieht, aber ich habe es ganz gerne, wenn die technischen Dinge nach dem Einbauen wieder Taco sind. Ja, falls ihr da im Hintergrund so ein paar Geräusche gehört habt, dann bitte ich das zu entschuldigen, aber es ist kalt draußen und ich habe hier mir ja diese Heizkanone da gekauft und seitdem ist es muckelig warm hier in der Garage. So, in der Zwischenzeit, wo das hier einwirkt, ja, dann werde ich mal mit so einem Schleifvlies hier die Flächen bearbeiten, dass wir da auch wieder was Sauberes haben. Ja, so jetzt haben wir mal eine halbe Stunde hier geschliffen und geputzt, sieht ganz gut aus. Ganz wichtig sind immer diese Ecken hier, wo auch diese Bögen sind, auch vorne hier bei diesen Ecken, da, weil da muss nachher der Kleber hin und da muss schön sauber sein, dass das auch dicht wird. Das sind die kritischen Ecken. Eigentlich auf der Fläche hier, okay, sollte es funktionieren, aber trotzdem, es muss sauber sein und dann wird das nachher auch dicht. So, und jetzt machen wir da drüben weiter.
Palim, Palim. So, jetzt haben wir die Schräubchen alle dran. Schön abgeknackt mit dem geilen Drehmomentschlüssel. Natürlich habe ich den von der Arbeit. Ich habe zwar auch einen hier, aber der ist immer geprüft. Dann benutze ich den. Ja, soweit sieht es ganz gut aus. Als nächstes werde ich dann mal mich da hinten begeben, die Zündgabel auswechseln. Ja, diese Kühlmittelbrücke, die habe ich jetzt ein bisschen hier mit der Messingbürste mit dem Akkuschrauber ein bisschen bearbeitet. Rostspuren sind weg, sieht wieder gut aus. Jetzt machen wir die Flächen hier noch mit dem Schleifvlies ein bisschen sauber. Und dann können wir das wieder einbauen. Ja, vorher mache ich natürlich hier innen drin alles noch ein bisschen sauber. Das gefällt mir gar nicht. Mal schauen, wie ich da irgendwie dran komme. So, jetzt haben wir alles schön sauber hier. Jetzt bauen wir die Kühlmittelbrücke da mal ein. Ja, ich bin dann nochmal mit der Drahtbürste durch mit Schleifvlies. Sieht sehr schön aus. Ja Leute, jetzt bin ich mal gerade wieder voll angepisst. Und zwar habe ich mir im Internet ja die Zündkabel bestellt. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann auf dem Handy-Display. Das habe ich bestellt. Neu Zündkerzen, Satz Opel Omega B und Original Bosch Zündkerzen. So, man denkt mal auf dem Foto, okay, die sehen aus wie Original, passt. So, dann kommt so eine Schachtel da an. Da sind irgendwelche Kabel hier drin. Max G Power, hast du nicht gesehen. Okay, da sind jetzt keine Bosch Zündkerzen, Original GM Champion, ist auch okay, meckere ich gar nicht, aber diese Kabel, die gehen ja mal gar nicht. Tatsächlich sehen die Kabel so aus wie auf den Bildern, ne? Das sind die Originalen, die ich da gerade ausbaue. Die sind hier, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, beweglich, schwabbelig, da wird wahrscheinlich das Kabel hier durchgehen und irgendwo da unten drauf. Die sind total steif bis hier oben hin, das heißt, die sind total steif bis hier oben hin, ne, da ist nichts, da ist ein festes Teil drin und hier wird das Kabel angeschlossen sein. Hier, bei dem geht es mit Sicherheit bis da durch, weil das ist schwabbelig, da ziehst du 2-3 Mal raus, hast du die Scheiße in der Hand. Dann kommt dazu, guckt euch das an, es passt nicht eine Kabellänge. Das ist, wo soll ich hin mit den Kabeln? Das ist doch, geht doch gar nicht. Und jetzt kann ich mich erinnern, bei diesem komischen Laden da, bei eBay, habe ich damals auch diese Teile gekauft für die Vorderachse. Und das war ja letztendlich auch eine einzige Katastrophe. Also bei mir steht dieser Laden da voll auf der schwarzen Liste, also oder roten oder wie auch immer. Das geht gar nicht. Also der verspricht Sachen, soll Oldtimer Opel Spezialist, hast du nicht gesehen. Ja, und dann kriegt man sowas geliefert. Ich weiß nicht, kann ich nichts. Katastrophe. Ich weiß nicht. Tut mir leid. So, jetzt muss ich erstmal sehen, was ich mache. Baue ich die Kabel da ein. Im Prinzip kann ich die alten nicht drin lassen, weil eins ist ja kaputt gegangen. Ne, das ist ja... wo haben wir das? Naja, jedenfalls ist ja eins, habt ihr ja gesehen, da ist ja hier rausgelöst. Funktioniert gar nicht mehr. Ja, hier. Wenn man da jetzt den Stecker reinsteckt, da weiß man gar nicht, ist der richtig drin.
Ich stecke mal einen hier rein, dann seht ihr das. So, dann stecke ich den da rein. Du brauchst gar nicht rein. So, zack. Dann kann ich den noch weiter runterdrücken hier. So, was ist das für eine Scheiße? Jetzt ziehe ich da oben an dem Gummi und reiße nachher das Kabel raus. Andere Seite genau das gleiche. Ich weiß gar nicht, ob das hier im Disk-Modul nachher richtig drin steckt. Das fühlt man nicht, weil du hast hier Gummi. Das ist, weiß ich nicht, unverschämt, Frechheit. Geht gar nicht. Wie kommt ein Mensch auf die Idee, sowas zu verkaufen? Oder überhaupt so ein Hersteller? Das ist bestimmt irgend so eine billige chinesische nachgemachte Kacke hier. Jetzt ist wieder das Thema, wer billig oder preiswert kauft, ne? Der kauft halt mehrmals. Ne? Ganz einfach. Ja, wahrscheinlich war ich wieder selber zu blöd und habe das Kleingedruckte nicht gelesen oder wie auch immer. Auf jeden Fall suggeriert mir dieses Foto, dass ich diese Kabel original bekomme. Und wenn ich dann noch bei so einem Oldtimer Spezial Opel Agenten da kaufe, gehe ich da mal von aus, dass der mir auch diese Teile dann liefert. Ne? Aber bin mal wieder drauf reingefallen. Immer das Gleiche. Am besten mal Opel gehen und kaufen, dann hat man alles richtig. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Also ich habe keinen Spaß daran, die Kabel so da einzubauen. Ich weiß es nicht. Ich meine, besonders teuer war es jetzt nicht, waren 60 Euro, aber ich bin total enttäuscht. So, jetzt machen wir mal fröhliche Schrauben putzen, weil ich mag das nämlich nicht, wenn man so dreckige Schrauben da wieder reindreht. Dann nehmen wir die mal hier schön mit einer Drahtbürste. Den schön sauber gemacht. Auch der Kleber wieder runter. Aber dazu ziehen wir jetzt noch ein paar Handschuhe an, dann kribbelt das nicht so an den Finger. Aber das muss ich euch ja jetzt nicht stundenlang zeigen. Ja, da könnt ihr mich jetzt auch wieder für einen Spinner halten, aber das sieht doch besser aus wie so alte verrostete Schrauben. Ne? Und das ist halt mal 10 Minuten Arbeit und dann hat man nachher auch ein bisschen was Schönes fürs Auge. Ja, da fragen immer viele, ey Heiko, wie machst du das? Ey, da würde ich doch gar nicht mehr durchblicken bei diesen ganzen Kabeln und was da alles so ist. Da, wenn ich das einmal auseinander gehabt habe, kriege ich das nie zusammen. Ja, man muss sich halt auch ein bisschen ein System zurechtlegen. A, habe ich ja den Vorteil, ich filme das alles. Ne? Zur Not kann ich mal da zurückspulen und mir das anschauen. Aber das habe ich vorher auch schon immer gemacht. Mit dem Handy habe ich immer für so wichtige Sachen Fotos gemacht, falls ich mal mich nicht erinnern kann. Dann haben wir natürlich, wie sind die Wege, wie gerade beschrieben, vorgegeben. Sei es die Unterdruckschläuche hier, sind es die Kabel, der Schlauch für die Kühlung, für die Brücke. Das ergibt sich alles wieder beim Zusammenbauen. Man muss halt nur gucken, dass man dann eventuell ein bisschen aufpasst, in welcher Reihenfolge habe ich es zerlegt und in welcher Reihenfolge muss ich das dann wieder zusammenbauen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung dabei. Alles andere ist Spielzeug. Ne? Wollte ich nur noch mal anmerken. Macht euch keinen Kopf, ich habe den Überblick. Ich brauche mal ein bisschen größere Werkbank, aber das kommt noch. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Nee, ist schon da. Ich muss die nur mal zusammenbauen und vorher ein bisschen renovieren hier, dass die Wände auch schön sind. Aber ich kann nicht alles auf einmal machen. So, natürlich machen wir hier neue Dichtungen rein. Ne? Habe ich so Sätze da bestellt. Die tauschen wir jetzt auch aus. Die sind mittlerweile auch nicht mehr so günstig. Also der Satz hat, glaube ich, auch 40 oder so gekostet oder 50 Euro. Ja, aber ist notwendig, nützt mir nichts, wenn ich da. Die sehen jetzt erstmal noch gut aus. Die sind ja auch noch gar nicht so alt. Ich habe das ja vor ein paar Jahren schon mal auseinander gehabt, aber die drücken sich halt platt. Und dann nehmen wir lieber eine neue, weil das ist ja auch nicht immer so prickelnd, den ganzen Kram da auseinander zu bauen. Na? So, als nächstes kommt das Kraftstoffverteilerrohr, oder wie das heißt. Hier sind die Einspritzdüsen alle drin. 6 Stück an der Zahl, logisch, ist ja ein 6-Zylinder. Jetzt werde ich das hier auch noch ein bisschen sauber machen. Jetzt haben wir das mal schön bearbeitet, mit ein bisschen Bremsenreiniger noch sauber gemacht, sieht gut aus. Jetzt kommt das wieder da rein. Na, wichtig ist, dass die Fläche hier sauber ist, dass da, ne, ist zwar nur ein Opel Omega und kein AMG Motor, aber man kann trotzdem sauber arbeiten. Ansaugbrücke haben wir schön sauber gemacht. Der Stecker gehört nach hinten. Oh, jetzt kommt hier ein Sprit rausgelaufen. Super geil.
Ich liebe das. Das riecht richtig schön nach Benzin. Alter Schwede, das ist richtig geil. Ich liebe das. Jetzt haben wir das schön hier dran. Aber eigentlich bin ich schon wieder zu weit gegangen. Weil das komme ich da hinten wieder so schlecht an dieses DIS-Modul da dran. An das Zündmodul. Naja. Okay, aber man kommt noch hin. Verbiege ich mir wieder die Finger. Und jetzt bestellen wir erstmal neue Zündkabel. Weil das geht ja gar nicht mit den Zündkabeln. Und solange lassen wir das mal so. Dann warten wir wieder 1, 2, 3 Tage. Dann geht es vielleicht nächstes Wochenende weiter. Dann geht es nächstes Mal weiter. Für euch jetzt gleich im Video. Für mich 4, 5 Tage später. Schade eigentlich, weil eigentlich hatte ich mir gedacht, okay Heiko, heute läuft das Auto wieder. Dumm gelaufen, aber das mit den Zündkabeln, das geht gar nicht. Also, da komme ich nicht durch, das geht nicht. Also kann man das ganz vergessen. Also Katastrophe. Ja, dumm gelaufen. Es kommt an dem ersten Zylinder kein Funken an. Das DIS-Modul da hinten hinüber, warum auch immer.